escalated throughout the world. Mit dem Stichtag 18. August 2025 wird das ambitionierte RTS Crossfire Legion vom Homeworld-Entwickler Blackbird Interactive auf Steam entfernt. Ein im Kern brauchbares RTS, von welchem die allermeisten von euch aber noch nie etwas vorher gehört haben werden. Und das ist ja auch das Problem. Zum Abschied möchte ich es euch aber nochmal vorstellen. Ein RTS, welches alles hatte, sich stark an C&C Generals und StarCraft 2 orientierte und trotz 3 Jahre langem Support mit vielen Updates nie eine Spielerbasis aufbauen konnte. Ready, Commander. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, die euch neben Knallerpreisen auch jeden Monat in Kooperation mit der Zocker Lounge ein Gewinnspiel anbieten. Der monatliche Gewinner darf sich dann ein Spiel seiner Wahl aussuchen. Zudem unterstützt ihr mit jedem Kauf über meinen Partnerlink diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. In the future, your soldiers will lead the charge. Your technology will define the battle. Transport inbound with reinforcements. But it is you, Commander. Ein kurzer Blick auf SteamDB genügt, um zu sehen, warum der Support für Crossfire Legion eingestellt wird. Denn mit gerade mal 7 Spielern im 24-Stunden-Peak und 383 Spielern im All-Time-High muss man schon mal kurz tief durchatmen. Da verwundert es eher, dass man ganze 3 Jahre weiterentwickelte und das Spiel ständig um neue Maps, neue Einheiten und sogar neue Spielmodi erweiterte. Dass jetzt aber sogar das komplette Löschen auf Steam erfolgt, verwundert dann auf der anderen Seite auch wieder, da es übertrieben wirkt und das Spiel noch im Januar ein größeres Update erhalten hat. Wenn ich raten müsste, wird hier Publisher Slimgate Entertainment schlicht den Stecker gezogen haben, da wohl allein das simple Fortbestehen des Spiels mehr kostet, als es einbringt und man vielleicht auch so einen möglichen Schaden an der Marke Crossfire entgegenwirken möchte, welches, wenn auch hier eher unbekannt, im asiatischen Raum eine große Nummer ist. Aber woran hat es gelegen? Crossfire Legion hat für ein RTS eine gute Grafik, Basenbau, zudem 3 unterschiedliche Fraktionen, für Singleplayer-Spieler eine brauchbare Story-Kampagne und im Multiplayer eigentlich alles, was man sich von so einem Titel erwartet. Zudem kamen mit der Zeit auch Koop-Szenarien sowie Steam Workshop samt Karteneditor und Modding-Support hinzu. Hello, Commander. No plan survives the first battle. And we've had many. Allein das im Januar veröffentlichte Update brachte neue GameSpeed-Optionen und einen neuen Skirmish-Modus für Solisten gegen die AI. Es kann also eigentlich nur an einem völlig verkorksten Marketing gelegen haben, denn wie gesagt, dürften die meisten von euch bisher noch nie etwas von diesem Titel gehört haben, was im RTS-Bereich, in dem die letzten Jahre nicht wirklich viel erschienen ist, auch eine Kunst für sich ist. Storytechnisch befindet sich die Welt mal wieder im Krieg, in dem sich die Blacklist mit dem Global Risk um die Vorherrschaft ihrer Ideologien seit Jahren duellieren. Als sich dann die im Schatten dieses Konflikts aufblühende New Horizon-Fraktion einmischt, eskaliert das Ganze noch weiter. Your army, your choices, your victory. New Horizon ist ein weltweites Syndikat aus Konzernen, welches die Menschheit durch KI-Technologie hinter sich lassen möchte. Sie führen robuste und sehr starke Einheiten in den Kampf, die dafür aber teuer und langsam sind und sich deswegen auf den Fernkampf spezialisiert haben. Also quasi die Protoss. Hingegen ist die Global Risk eine Söldnerorganisation, die von der Weltregierung beauftragt wurde, globale Fälle zu schlichten und gleichzeitig die Kontrolle über die Ressourcen der Erde zu sichern. Sie führen Einheiten mit überlegener Feuerkraft ins Gefecht, sind dafür aber im Nahkampf anfällig oder wir nennen sie einfach Terraner. Bleiben noch die Blacklist, welche ebenfalls eine Söldnertruppe darstellen, die aber geheim und abtrünnig ist und von den enttäuschten Mitgliedern der korrupten Politik geleitet wird.
Sie setzen auf schnelle und bewegliche Einheiten, die zudem günstig sind und daher in Massen produziert werden können. Ja, genau, also die Blacklist Zerg. Also, ihr seht schon, Crossfire Allegiance hat das Genre nicht neu erfunden, kopiert aber an sich von den richtigen Spielen, um ein vernünftiges ATS auf die Beine zu stellen. Wie genau die StarCraft 2 Kopie im Command & Conquer Generals Look am Original ist, kann ich aber selbst nicht beurteilen, da ich es ja auch nie gespielt habe. Das könnten sich vielleicht auch geneigte Käufer gefragt haben, um dann schlussendlich doch lieber bei StarCraft zu bleiben. I'm almost into building 1. I need 2 minutes. Copy that. Stalker, what's our ETA? T-minus 1 minute. Sorry, Freefall. Every time. Viper, report status. Viper to Phoenix. We're in position now. Ground Operation Alpha is a go. Commence attack. All right, move it out! Okay, people, lock it Down. Targets in sight. Wer das jetzt zum ersten Mal sieht und noch Interesse am Titel hat, muss schnell sein. Denn wer das Spiel bis zum 18. August für 20 € auf Steam kauft, kann es auch nach seiner Entfernung weiterspielen. Inwiefern dann der Multiplayer noch funktioniert, kann ich natürlich nicht beurteilen. Als Außenstehender ist die Geschichte aber wie gesagt nicht so richtig nachvollziehbar. Wenn auch alles geklaut und kopiert war, hat man hier für sein Geld ein grundsolides ATS bekommen, was auch mit genügend Inhalt glänzen konnte und lange Zeit ständig erweitert wurde. Zudem wurden sowohl Singleplayer als auch Multiplayer-Spieler ausreichend bedient. Der ATS-Bereich bleibt eben ein umkämpfter Nischensektor, in dem die wenigsten Titel die Zeit überdauern. In diesem Sinne, mach's gut, Crossfire Legion. Echt schade, dass ich dich nicht schon vor 3 Jahren kennengelernt habe. Crossfire Legion.